Moin zusammen, herzlich willkommen zum Pixel Buddy Podcast. Wir haben uns Gedanken dazu gemacht, wie unsere Episodenstruktur aussieht und wir sind bei Episode 4 diesmal. Richtig. Wir sind bei Episode 4. Ich bin heute am Start, ich bin Micha, bin heute am Start mit Dennis, Moin. mit Tristan Hallo. und mit Michi. Ui. Und wir sind jetzt ja schon ein paar Wochen dabei, dass wir das Ganze machen und haben uns jetzt mal so ein bisschen Gedanken dazu gemacht, wie wir unsere Formate strukturieren. Wir werden alle 2 Wochen hier mit dem Pixel Buddy Podcast am Start sein. Und in den Wechselwochen werden wir versuchen, euch so regelmäßig wie möglich ein Spezial zu liefern. Das haben wir in den vergangenen Wochen jetzt zum Beispiel zum Thema Handhelds gemacht. Und wir haben noch ein paar Themen am Start, zu denen wir andere Specials aufnehmen können. Ja, und dann halt wie immer in wechselnder Besetzung. Jo, wie geht's euch? Ja, kann mich nicht beklagen. Ja, Alles gut soweit. gut rumgebracht die Woche. Fantastisch. Insgesamt gab es diese Woche gar nicht die unfassbaren Mega-News. Aber einige Sachen haben wir doch zusammengekramt irgendwie. Unter anderem für einen Einstieg Assassin's Creed ist gerade rausgekommen. Wahrscheinlich so eins der fettesten Spiele für die letzten 3 Monate. Mir fällt zumindest keins ein, das in der Videospielindustrie gerade irgendwie größer gewesen wäre. Oh Ja, nee, war auf Wilds. Aber Ja. da kommen wir doch zu. Assassin's Creed Aber hatte- zumindest das wichtigste Spiel für eine Firma zumindest. Zumindest Ja. für eine Firma, ja. Ja. Hatte auch sehr viel Bauchschmerzen dabei. Ja, Ja, ist halt mit den viel drüber Verschieben- geredet worden vorher, ne? Also, es haben jetzt, glaube ich, viele drauf gewartet, vielleicht mit so ein bisschen Schadenfreude. Und gab auch, also vom Gefühl her gab es auch einige Leute, die gehofft haben, dass es halt wieder nicht so geil wird. Aber scheinbar sehen die Wertungen ja ganz gut aus und so die Meinungen, die jetzt gerade so durchs Netz geistern. Tatsächlich war ich auch einer der Leute, die gesagt haben, ja, eigentlich, ich mag Assassin's Creed, aber lass es doch einfach floppen, dann ist es rum. Ja. Aber wie du sagst, die Wertung, ich glaube, PC-Wertung liegt bei ungefähr 80 und PlayStation ein bisschen höher. Also kann sich Ja. sehen lassen. Ja, gut, sie haben es jetzt auch, glaube ich, zweimal verschoben, ne? Also einmal Ja. noch kurz Mhm. vorher. Ja, ich meine, es hing natürlich auch viel dran, oder zumindest war jetzt die Diskussion so, dass das quasi ja Hop oder Top ist für Ubisoft. Aber ja, hätte Aber mich. rettet es sie? Ja, das ist die Frage, ob Hoffentlich. das jetzt auf lange Sicht die Rettung für Ubisoft ist. Also ich hoffe, dass sie das jetzt rettet, weil das ist wirklich Make or Break für die. Und die Leute, die so hoffen, dass es floppt, ich finde, das ist ein bisschen nicht weit genug gedacht, weil wer kommt denn, wenn Ubisoft jetzt fehlt? Tencent. Die werden die mit Wahrscheinlich, 80%iger Wahrscheinlichkeit kaufen. Und dann sind die Marken eh tot. Ja, dann hast du einen Assassin's Creed Gacha Simulator oder sowas. Ja, da werden sie wahrscheinlich genug Kohle mitmachen, aber dann ist die Marke wirklich komplett tot. Und ich bin seit dem ersten Teil ein ganz, ganz großer Assassin's Creed-Fan. Und ich vermisse auch so ein bisschen die alten Teile. Andererseits muss ich auch sagen, ich fand es gut, dass es einen allgemeinen Shift gab, weil die alten Teile, das war langsam ausgelutscht mit der Zeit. Für mich war Valhalla auch ein bisschen too much, obwohl ich habe es 150 Stunden gespielt und Spaß gehabt, aber ich habe es nie durchgespielt tatsächlich in diesen 150 Stunden. Das zeigt so ein bisschen mein Problem mit Assassin's Creed, den neuen Teil. Und das scheint ja bei Shadows jetzt anders zu laufen. Sie haben sich viel Zeit genommen. Die Verschiebung war, glaube ich, gut. Das hört man auch von vielen Leuten, selbst die es nicht so gut finden, sagen, die Verschiebung war gut, weil es scheint auch technisch in einem sehr guten Zustand zu sein. Es ist nicht jetzt technisch ein großes Problem, zum Glück, weil ich glaube, dann wäre es wirklich jetzt der Sargnagel gewesen. Und sie haben heute erst gesagt, 1 Million Spieler haben sie schon. Mhm. Das ist, denke ich mal, ein ordentlicher Meilenstein, kein sehr guter Meilenstein, zumindest für Ubisoft-Verhältnisse. Und ich hoffe jetzt nur das Beste. Ich freue mich, wenn ich spielen kann. Ich habe gerade im Vorfeld schon gesprochen. Den Computer muss ich dieses Wochenende ein bisschen abgeben. Mal gucken, vielleicht kann ich abends zumindest 1, 2 Sessions einlegen. Weil ich habe mega Bock. Ich finde, es sieht total klasse aus. Und ja,
Ich mag Ubisoft-Spiele, weil ich will manchmal auch einfach mein Hirn ausschalten und einen Attraktionspark haben. Es muss nicht immer ein voll krasses Spiel sein. Es reicht auch ein Ubisoft-Spiel. Hast du dir das Spiel geholt oder spielst du das über einen Pass, über diesen Ubisoft-Pass? Das werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Ich habe tatsächlich früher mal immer auch gerne mal den Pass geholt, wenn es was Neues gab. Das werde ich aber kaufen, einfach weil Ubisoft das braucht. Es ist ja tatsächlich so. Es klingt Nein. so komisch, weil wir von so einem großen Konzern reden, aber Sie brauchen nicht deine 60 Euro. ja, doch, Daran wird's nicht dich. hängen. doch, das tatsächlich. Also ich denke schon, dass Ja. es bei denen daran hängt, weil das ist auch diese Verschiebung. Da brennt gerade die Hütte. Die haben Und da letztes sind Ja. die Geier schon am Kreisen. Die haben letztes Jahr 40% Verlust gemacht. Ja, aber es kommt ja auch nicht von ungefähr. Ich meine, mit Ja. ihren Skandalen und mit der Arbeitsklima und den Kontroversen und so weiter. Es hat ja seine Gründe, warum Ubisoft da ist, wo sie sind. Ich meine, auch erstmal die Skandale und Kram, aber auch die Spiele waren ja in letzter Zeit eher mäßig. Und ich glaube, das letzte Assassin's Creed, was ich tatsächlich gespielt habe, war Odyssey. Und da habe ich auch schon ziemlich gekotzt drüber. Ja, aber wie gesagt, das hat halt alles seine Gründe, warum sie da sind. Und so ein bisschen denke ich halt, ich will nicht sagen, verdient haben sie es, aber ja. Aber es hat Shadows Gründe, scheint warum ja sie wieder da in sind. die andere Richtung zu gehen. Also, das ist zumindest das, was ich überall lese, überall höre. Man Es kann ist es immer hoffen. noch, es ist immer noch Attraktionspark. Ich glaube, darüber müssen wir nicht reden, das ist Ubisoft-Formel. Aber es ist nicht mehr so krass wie ein Valhalla oder auch ein Odyssey, wo wirklich auch klare Aussagen gemacht worden sind. Es gibt immer noch viele Locations, aber viel weniger. Und die es gibt, die sind spannender, es ist interessanter, es ist besser gestaltet, mehr kompakt. Es ist kompakter wieder geworden. Und wenn sie in die richtige Richtung gehen, dann kaufe ich auch sehr gerne nochmal ein Spiel. Ja, auf jeden Fall. So, nach dem, was ich gehört habe, ist die Spielstruktur bei diesem neuen Assassin's Creed halt immer noch eine absolute Ubisoft-Spielstruktur. Das heißt, offene Spielwelt mit extrem vielen Symbolen zum Abarbeiten und so. Aber trotzdem halt eine sehr gute Version davon, also eine gute Variante davon. Nicht dahin geklatscht, sondern schon irgendwie alles sehr durchdacht. Wir hatten ja gerade gesagt, hat schon 1 Million Leute irgendwie jetzt in den ersten paar Tagen gezogen. Ubisoft, wenn ich das hier gerade, ich habe das gerade parallel mal aufgemacht, für das letzte Quartal, das laufende Schlussquartal, haben die ungefähr 1 Milliarde Umsatz prognostiziert. Und ich glaube, dass Assassin's Creed so das größte Spiel ist, was die jetzt diesen Monat noch am Start haben. Von daher setzen die wirklich hart drauf. So die gerüchteweise, Tencent war ja gerade auch schon mal genannt worden. Es ist wohl so, dass eine Übernahme gerade, glaube ich, nicht aktuell ist, aber Ubisoft denkt drüber nach, so die bedeutendsten IPs, die sie haben, unter anderem halt auch Assassin's Creed, in ein Bündel zu stecken, mehr oder weniger, und die dann gemeinsam mit gerüchteweise halt Tencent für die Zukunft zu finanzieren. Ja, Ja, das liegt ja am nächsten, weil Tencent auch schon mitbeteiligt ist. Also wenn das jemanden abnimmt, dann würde ich denken, dass die auch sich da noch weiter einkaufen und größere Anteile kriegen. Ja, es bleibt halt spannend, wie sehr sich dann, vielleicht war Ubisoft, das Ur-Ubisoft, jetzt tatsächlich mit dem Assassin's Creed auf dem richtigen Weg. Wäre natürlich jetzt schade, wenn sie jetzt die großen Marken teilweise an Tencent abgeben und Tencent sagt, ja, wie du schon sagtest, wir machen jetzt hier Assassin's Creed Gacha Simulator. Und dann dreht sich die ganze Kiste wieder und eigentlich war es tatsächlich auf dem richtigen Weg. Vielleicht, ich meine, das ist jetzt nur eine leichte Tendenz. Wäre natürlich jetzt schade, wenn sich das alles nochmal dreht und dann doch vor die Wand gefahren wird. ja. Ja, Die, bleibt spannend. Genau, die Zukunft von Assassin's Creed ist ja schon relativ sicher. Ich glaube, die haben ja diverse Teams da parallel dran arbeiten gehabt. Unter anderem ist ja ein Hub geplant, glaube ich, für Assassin's Creed, für ein Service Assassin's Creed. Ich weiß nicht mehr, ob das hundertprozentig noch aktuell ist. Und Assassin's Creed Hexe ist, glaube ich, der nächste Teil, der kommt, der, ich meine, im mittelalterlichen Deutschland spielen wird. Wenn ich das So so ist die richtig im Kopf habe. Vermutung, ja. Genau, bin sehr gespannt. Ich weiß es gerade nicht, wer. Ja, ich glaube, Michi hat sich zuerst gemeldet. Ja, also Schön das aufzeigen. mit dem Mittelalter, ich glaube, das ist auch schon seit 3 oder 4 Jahren als Gerüchteküche im Umlauf, dass sie das machen wollen. Ja, diese große Ankündigung mit dem Hub und dann hatten sie mehrere Projekte gleichzeitig. Das war schon Ja, 2, 3 Jahre her tatsächlich. ja, Ja. denke ich auch.
Und wenn Tencent es übernimmt, so hatte ich zumindest verstanden, würden sie halt den Yves Guillemot weiterhin an der Spitze lassen von Ubisoft. Und ist halt die Frage, ob das überhaupt gut ist. Also, wie ihr sagt, so Gacha-mäßig, ja. Aber ich Das denke. war jetzt nur so dahingesagt. Ja, schon klar. Aber ich denke, zumindest aus zum Beispiel Splinter Cell könnten sie was Gutes machen. Jetzt ist da in Korea so ein Splinter Cell-Abklatsch, was von den Trailern her richtig, richtig gut aussieht. Also vor allen Dingen die Fans warten ja drauf, ne? Dass da was Habe ich noch gar nicht wieder. gesehen. Welcher Name ist das? Also, wie heißt das Spiel? Müsste ich nochmal raussuchen. Ja, okay. Aber sah gut aus. Ja, ganz kurz zu dem Gacha-Ansatz. So das, was ich gesehen habe zur Monetarisierung von Assassin's Creed Shadows, ist das schon krass, was die da jetzt gerade schon machen. Also, du kannst, also du hast quasi Free-to-Play-Mechaniken in Assassin's Creed Shadows mit drin, die jetzt auch schon bei den Reviewern und so aktiv waren, weil in der Vergangenheit oft Sachen erst eine Woche nach dem Release geschaltet wurden, was halt Reviews und so hart beeinflusst hat. Und du kannst unter anderem bestimmte Währungen kaufen, um dein Dorf abzugraden schneller, so was halt eher mühselig sein kann, wenn du die ganzen Ressourcen parallel über so Sidequests irgendwie sammelst. Du hast quasi, ich glaube, ein extra Quest, wenn du das Spiel vorbestellt hast, was halt auch so das Spiel ist, hat so viele generierte Quests, ich weiß nicht, ob ein Quest den Unterschied macht. Ja. Und extrem viele Skins für die beiden Hauptcharaktere, für die Mounts. Also das Spiel verpackt das alles in diesem Animus, so in der Zukunft und so weiter Gedöns und versucht das so halbwegs irgendwie mit in diese Spielwelt zu integrieren, aber es ist schon nicht weit weg von Gacha-Spielmechaniken, würde ich behaupten. Interessant. Das ist aber schon seit mehreren Assassin's Creed-Teilen. Also Auf jeden Fall, das ist ja. überhaupt nichts Neues und ich gehöre zu den Leuten und ich weiß nicht, wie beliebt ich mich damit mache, man muss sich auch mal der Realität stellen. Diese modernen Formen von Monetarisierung sind auch bei Singlespieler-Spielen notwendig. Ich finde, das ist was Spieler auch oft vergessen. Gerade, was ich auch immer wieder höre und wo ich so ein bisschen so denke, Leute, ihr wisst gar nicht, was ihr da veranstaltet. Die Leute, die immer nur Keys online kaufen auf irgendwelchen Seiten, die zu 90% mit irgendwelchen gehackten oder geklauten Kreditkarteninformationen gekauft werden. Da wird massiv Schaden angerichtet. Diese Spiele kosten unfassbar viel in der Entwicklung. Dazu kommt ja auch noch, dass die sehr viele Spiele in der Pipeline haben, die dann jedes Mal, wo dann nur ein Spiel von 10 oder so überhaupt mal ein bisschen weiterkommt. Das sind enorme Kosten, die diese Studios irgendwie stemmen. Und es geht mittlerweile einfach nicht mehr. Die andere Option wäre, die Spiele wären einfach teurer. So, und wenn man sieht, wie die Spielepreise sich entwickelt haben in den letzten 20 Jahren, da ist nicht viel gestiegen. Zu D-Mark-Zeiten hat ein Spiel 120 D-Mark gekostet. Dann wurde auf Euro umgestellt, das waren 60 Euro. Das war N64-Zeit. Wir sind jetzt bei 70 bis 80 Euro nach 20 Jahren. Also, und solange es wie bei Assassin's Creed ist, gehe ich sogar noch fein damit. Bei Assassin's Creed, das gibt es jetzt seit mehreren Teilen. Ja, es gibt ein paar Skin-Sachen. Ja, es gab bei Odyssey auch irgendwie, du kriegst doppelt Erfahrungspunkte oder so. Mein Gott, wer es will. Resident Evil 4 kann ich mir auch meine Karten kaufen, damit ich weiß, wo die Schätze sind. Es stört mich ja nicht beim Spielen und wer es machen will, mein Gott, soll es halt tun, dann freuen sich die Firmen, ist okay. Aber ich wollte nur sagen, man muss sich nicht wundern, dass was kommt, wenn die Kosten so extrem steigen, aber die Produktpreise nicht. Ich Ja, weiß, ne, Ich bin der Meinung, da gibt's andere Wege, um an sein Geld zu kommen, beziehungsweise wer bekommt denn das Geld davon? Ich meine, wenn ich jetzt weiß, dass die Entwickler dafür fair bezahlt sind, ist das was anderes. Und ich bin auch der Meinung, macht die Spiele 20 Euro teurer und lasst diese komischen anderen Finanzierungsmethoden raus. Aber wettert ihr erstmal los, hier sind schon andere, die sich Gedanken gemacht haben. Ja, genau da will ich nämlich auch einhaken. Tencent ist ja auch jetzt nicht gerade unbekannt, was sowas wie Gacha angeht. Vor allen Dingen, wenn man jetzt guckt bei League of Legends, die $500 Skins, die man kaufen kann, weiß ich nicht, ob das sein muss. Wenn du sagst so, Singleplayer sollen auch irgendwie monetarisiert werden, kann ich nicht nachvollziehen, weil du sagst, ja, okay, die Preise sind gleich geblieben, aber die Qualität ist halt auch gesunken, würde ich sagen. Sehr massiv in vielen Bereichen.
Und wenn man sich jetzt, was weiß ich, Genshin Impact, da hat man nur Singleplayer tatsächlich. Und trotzdem muss man Sachen, oder kann man Sachen kaufen. Man kann sich natürlich alles erspielen, aber es dauert halt ultra lange, würde ich sagen. Ja, das ist ja immer die Entschuldigung, man kann vieles, aber ernsthaft spielen, ich würde schon Genau. behaupten, Assassin's Creed Odyssey, man konnte die Story nicht von A nach B, also die Hauptstory, ich habe versucht, die Main Quest durchzuspielen und man hatte dann einen Level Cap irgendwann, in den ist man reingelaufen, dann ist man schon gezwungen gewesen, Sidequests zu machen und selbst mit denen hat es sehr, sehr lange gedauert und dann war man schon wieder an dem Punkt, wo man überlegt hat, diese XP-Booster zu kaufen, nur damit ich zügig durch ein Spiel durchkomme. Und da hat es bei mir schon angefangen und gesagt, Leute, das Ja, ich brauche bin ich Die halt nicht. Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ich war immer overpowered. ich bin halt nicht bereit, weiß ich nicht, 70 oder 80 Euro für ein Spiel auszugeben, um dann noch zusätzlich in einem Singleplayer-Game irgendwie Geld auszugeben. Aber zu meiner Aussage, ich sage nicht, dass die das machen müssen oder dass man es akzeptieren muss. Ich sage nur, es muss irgendeine Form geben, damit mehr Geld einfach angeschafft wird, weil die Produktionskosten so hoch sind. Und das ist einfach ein Fakt. Man kann die Produktion eines Videospiels von heute mit vor 20 oder 15 Jahren nicht vergleichen. Das sind ganz andere Dimensionen. Ganz Ja, andere das schon, Dimensionen. aber es gibt ja genug Beispiele, wo die Finanzierung halt auch anders funktioniert. Ja. Also du hattest jetzt Resident Evil angesprochen, da finde ich, ist es wesentlich vertretbarer und wesentlich weniger invasiv als jetzt gerade bei den Ubisoft-Titeln. Also da ist es mir schon hart auf den Keks gegangen, wenn ich den Hauptbildschirm aufmache und quasi der größte Button, der mir angezeigt wird, ist der digitale Store. Ja. Vor allen Dingen kostet ja auch nicht jedes Spiel wie GTA 5 300 Millionen. Also, aber Michael will ja wahrscheinlich was Genau, sagen. ja. Ich wollte auch noch mal mit in die Kerbe. Also, Dennis hat es gerade schon gesagt, also es gibt genügend andere Studiokonzepte, die halt zeigen, dass es auch annähernd AAA-Qualität gibt oder halt auch AAA-Qualität, ohne dass sie das Spiel vollballern mit Mikrotransaktionen. Nur um einmal in die Nintendo-Tasche zu greifen, so wenn man sich die letzten beiden Zelda-Teile anguckt oder sowas, auch die haben irgendwie eine extrem lange Entwicklungszeit hinter sich und haben auch so, zumindest wenn man nach Nintendo guckt, sind das die größten Teams, die bislang irgendwie an den Zelda-Spielen gearbeitet haben. Trotzdem du findest DLC ein bisschen, aber du findest keine Mikrotransaktionen, die dir da so reingeballert werden. Und auch das sind vollwertige Open-World-Spiele, die halt komplett irgendwie in ihrem Ansatz von A bis Z durchgedacht wurden. Und ja, ich kann nachvollziehen, warum ein Studio wie Ubisoft das machen muss. Die sind halt an der Börse, die erwarten laufend steigernde Gewinne. Es nützt halt nichts, nur profitabel zu sein, sondern es werden halt von den Aktionären irgendwie Gewinne erwartet, die halt in gewisser Art und Weise absurd sind. Es kann nicht nach unten gehen, es muss immer nach oben gehen. Und gleichzeitig sind das aber auch Studios, die zum Teil einfach Geld verbrennen. Ne? Wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel, wie lange Beyond Good and Evil 2 in der Entwicklung war jetzt. Das ist, glaube ich, über 10 Jahre mittlerweile oder so. Also ich glaube, mittlerweile wurde die Entwicklung auch runtergefahren. Aber das sind ja einfach Kosten, die irgendwie verteilt werden auf das, was andere Spiele wieder reinholen müssen. Ja. Und dann ist seit der Pandemie auch gleichzeitig eine Kostenexplosion passiert, bei den großen AAA-Entwicklern mit dem Umstieg quasi auf PS5 und Series X auf die Grafikqualität mehr oder weniger. Und ehrlicherweise kann ich häufig nicht ganz nachvollziehen, warum diese Spiele, wenn man sich anguckt, wie hieß es, Concord? Mhm. So, wenn man sich im Vorhinein angeguckt hat, ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, bei wie viel 100 Millionen die jetzt rausgekommen sind, aber es war halt einfach ein absurd teures Spiel, an dem scheinbar im Vorfeld nicht irgendwo mal eine Handbremse gezogen wurde oder gesagt wurde, so, hey, ne, wir gucken erst mal, sondern es wird halt momentan auch extrem viel immer auf eine Karte gesetzt. So Spielkonzepte haben nicht die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln von Teil zu Teil, sondern der erste Teil ist direkt 6 Jahre in der Entwicklung, verpasst möglicherweise die komplette Konsolengeneration, in der er angefangen wurde zu entwickeln, muss dann auf die nächste Konsolengeneration gepackt werden, und muss halt alles wieder reinholen aus diesen 6 Jahren, weil wenn du nur ein Spiel bringst in der Zeit von einem Team, dann muss es ein garantierter Hit sein. Wenn es kein Hit ist, ist das Team weg. So, es ist halt, ja, ist eine frustige Situation gerade irgendwie. Ja,
und weil, was du auch gerade gesagt hast mit Nintendo, da muss man auch sagen, Nintendo-Produktionen sind auch nicht so kostenintensiv. Ja, das ist halt auch aufgrund der Switch so, was ja auch was Positives ist, weil das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Wir sollten als Spieler sowieso davon wegkommen, immer nur auch nach Grafik und sowas zu gucken. Grafik ist einer der Hauptkostentreiber überhaupt. Diese ganzen Animationen, die ganze Grafik, die dahinter steckt. Also das ist sehr, sehr teuer, das alles zu machen. Ist aber das, was sich gut verkauft. Das sind wir Gamer irgendwo auch selber dran schuld, weil wir auch gerne uns blenden lassen. Ich bin auch ein großer Freund von schöner Grafik, so ist es nicht. Ja, ich freue mich, wenn ein Spiel toll aussieht, aber ich finde, wir sollten in der ganzen Industrie viel mehr zu Double-A-Spielen wieder gehen, damit auch mehr experimentiert werden kann. Weil das ist ja ein Problem. Genau das, was du gerade gesagt hast. Spiele kosten unfassbar viel. Es muss ein garantierter Hit werden, weil sonst ist das Ding weg, weil ein Spiel einfach mittlerweile so viel Geld kostet. Und selbst ein Nicht-GTA 6, da geht es schnell in die 100 Millionen, ohne Probleme. Das geht richtig, richtig flott. Man muss einfach da mal ein bisschen Handbremse, die Studios müssen auch die Handbremse mal ziehen und einfach mal ein bisschen mehr experimentieren, dafür nicht mehr so riesige Brecher, nicht mehr die überste Grafik, aber macht doch mal ein bisschen Gameplay. Ja, deswegen, ich glaube, das würde der Industrie nochmal gut tun, weil so wie wir uns gerade bewegen, auch mit den explodierenden Kosten, wir müssen entweder die Spielepreise anziehen, solche Mikrotransaktionen anbieten, das ist ja nur eine Folge, ich verteidige das nicht, das ist eine Folge davon, oder wir gehen auf den nächsten ET-Crash. Das ist die Entwicklung, die wir gerade haben. Ja, ja, braucht man die Handbremse. Ja, gerade war ja auch wieder Diskussion, weil Sven Winke von Baldur's Gate Entwickler gesagt hat, ja, von wegen Singleplayer-Spiele sind nicht tot, sie müssen einfach nur gut sein. Das ist auch wieder so ein gutes Beispiel, auch ein teures Spiel gewesen. Und ich meine, ich habe das immer das Gefühl, die haben so ein bisschen die Idealvorstellung, aber die sind halt wirklich eine Marke, die haben ihre Expertise über Jahre aufgebaut und sind halt seit jetzt 2, 3 Spielen wirklich in ihrem Genre richtig gut und machen trotzdem irgendwie Geld ohne zu viel ohne Mikrotransaktionen und den ganzen Kram. Ich habe immer das Gefühl, er hat so ein bisschen eine sehr Idealvorstellung, wie das alles laufen könnte. Ich meine, er ist auch ein tolles Beispiel mit seinem Entwicklerstudio, gar keine Frage. Würde ich mir auch häufiger wünschen. Aber es ist ja auch gerade so die Diskussion, müssen Spiele immer so groß sein? Also gerade wenn wir jetzt nicht von den Aktionären sprechen, sondern eher aus der Spielersicht. Gerade auch, weil die Spieler immer älter werden und weniger Zeit haben, sich zwar hochqualitative Spiele wünschen, aber auch eher wieder kürzere Spiele, keine 70, 80 Stunden langen Open-World-Spiele, die dann eher nur mittelmäßig in der Qualität sind. Und ich habe das Gefühl, der Trend geht eher dahin, dass sich zumindest gewünscht wird, wieder kleinere, kompakte, gute Spiele zu haben. Ja, ich denke auch. Vor allen Dingen jetzt mit dem Geld, was angesprochen wird von den Studios. Vielleicht haben viele Studios auch einfach nicht diesen Weitblick oder diese Ahnung davon. Wie soll ich es anders erklären? Ich habe jetzt vorgestern gesehen, dass Konami die Gehälter erhöht. Aber andererseits, wenn man auf die andere Seite der Erdkugel guckt, dann werden Studios geschlossen oder haufenweise Leute entlassen. Wie passt das zusammen? So. Ja, es ist auch so ein bisschen diese High-and-Fire-Mentalität, was Michael schon sagte. Wir haben unheimlich einen Trend, dass alle, die jetzt Aktionäre haben und Geld sehen wollen, gerne ein Service-Game raushauen wollen, was irgendwie 10 Jahre läuft, Ja. schon einen, keine Ahnung, 6-Jahresplan bei der Ankündigung aufstellen und dann wird da ein Haufen Geld draufgeworfen und wenn das dann floppt, dann ist so viel Geld verbrannt, wie jetzt eben bei Sony passiert. Und dann hast du auch das Problem, das ganze Studio, was riesig sein muss, weil Service Game und da muss vorproduziert werden, weil wir ja schon dann Content liefern müssen stetig. Und dann hast du ein riesen Team da sitzen und das Projekt ist weg und alles hat sich erledigt und dann sitzt du auf deinen Leuten und musst irgendwie, ja, dann loswerden quasi. Ja. Ja, Ich weiß klar. immer noch nicht, für wen Fair Games ist. Sony hat da Dinger mittlerweile gecancelt und immer noch in der Pipeline, die halt in keinster Weise, also zumindest mich jetzt überhaupt nicht ansprechen. So, ich kann absolut den Pitch verstehen von Last of Us 2 Multiplayer als mehr oder weniger servicebasiertes Game. Macht irgendwie Sinn. Das nächste Ja. Spiel von den Destiny-Leuten. So, okay, klar, die kennen sich in dem Genre aus.
Das ist irgendwie logisch, dass man versucht, da irgendwie dran anzuknüpfen. Aber so der ganze oder viel von dem ganzen Rest wirkt halt einfach am Markt vorbei produziert. So, wenn man sich anguckt, wo gerade die Hits liegen und wo gerade die Spielerschaft Bock drauf hat und sich dann anguckt, wie viele von diesen ewigen Service-Games überhaupt in der Lage sind, nebeneinander zu existieren, weil so, ne, die Leute, die Fortnite spielen, die Counter-Strike spielen, die Warframe spielen und weiß ich nicht, Destiny, so, die müsst du ja entweder abwerben oder ne, die haben ja nicht einfach Zeit für ein weiteres Service-Spiel. Ja. So, das sind ja, ne, die kaufen sich einen Battle Pass, die spielen den Battle Pass durch. Der nächste Battle Pass ist da. Die kaufen sich den Battle Pass und so weiter und so fort. So, der Markt für Service-Spiele ist meiner Ansicht nach einfach nicht groß genug, um da noch 50 neue drauf zu werfen, die dann alle Erfolg haben. Das kann gar nicht funktionieren. Ja, eben, jedes Spiel will ja das sein, was du hauptsächlich spielst, so als Service-Game. Und dafür ist einfach jetzt irgendwann der Markt gedeckt. Und was du sagtest, es wird so am Markt vorbei entwickelt. Ich glaube, das ist einfach diese typische Verzögerung, bis dann die Meinung, der Trend auch bei den Entwicklern ankommt. Weil wir haben ja Entwicklungszyklen mittlerweile, die von 6, 7 Jahren bei AAA-Spielen ausgehen. Und bis dann mal wieder was Neues kommt, bis die Meinung durch ist, das hängt ja immer hinterher. Ich habe das so in Erinnerung mit dem Battle Royale damals. Bis dann da kamen PlayerUnknown's Battlegrounds und bis dann, sagen wir mal, Call of Duty und so weiter ihre Modi da drinne hatten, hat das auch unheimlich lange gedauert. Das ist halt so diese typische Verzögerung, bis dann auf den Markt auch reagiert werden kann überhaupt. Und bei Sony hast du auch noch Sony hat ein großes Problem auch aktuell, nämlich dass sie, genau das, was wir vorher auch gesagt haben, die Singleplayer-Spiele, die bringen nicht mehr so viel Geld ein. Also gerade im Verhältnis zu dem, was sie kosten. Und Sony versucht gerade irgendwie, ich weiß gar nicht, was sie machen. Sie werfen nun 1000 Spiele gegen die Wand und gucken, was hängen bleibt. So kommt mir das vor. Und das ist halt auch, weil sie wollen das halt gegenfinanzieren. Ne? Das ist ja auch dieses ganze auf dem PC releasen, das kommt ja daher, dass sie Geld brauchen. Aber das ist das, was ich meine. Ich glaube, auch im Sony würde es gut tun, vielleicht mal Handbremse. Also ich plädiere hier, AA-Spiele brauchen wir mehr von AAA-Studios, damit die Leute experimentieren können, damit die Studios mal machen können, damit sie auch mal auf die Fresse fliegen können, ohne dass das Studio direkt geschlossen werden muss. Das würde uns allen, glaube ich, gut tun. Ja, mehr Kreativität im AAA-Bereich oder von mir aus auch im AA-Bereich, klar. Aber das ist halt immer das Ding. Du gehst ein großes Risiko ein, weil die Spiele so teuer sind. Dann musst du sicher sein, dass es funktioniert. Deswegen und dann, AA. Ja, und dann produzierst du halt lieber das, was sich verkauft, sicher. Ich hätte auch lieber mehr kreative Experimente in größeren Produktionen. Ja. Dass es geht, zeigt Capcom. Ne? Die haben gerade die fettesten, die sind jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo sie ihre Reihen pflegen und hegen und da regelmäßig irgendwie neue Spiele und Remakes und mit einem guten Verhältnis und so und alte Ports. Das funktioniert alles. Und parallel gehen sie quasi AAA-Risiken ein oder AA-Risiken ein. Ich weiß gerade nicht, ob ich den Namen korrekt hinkriege. Kitsugami oder sowas vom letzten Jahr. Dieses extrem arzige Tower-Defense-Spiel, was rausgekommen ist. Das war richtig cool. Oder dieses Exo. Ja, das war nicht so gut, aber ich weiß, was du meinst. Genau, so die gehen halt Risiken ein, gucken, was funktioniert, was kann man noch, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Assets, die dafür produziert haben, jetzt vielleicht irgendwo mal in den Dino Crisis Revival stecken oder so, weiß man nicht, ne? Die News haben sie jetzt ja. Was ich noch zu dem Hire and Fire sagen wollte, manchmal kalkulieren die das ja schon von vornherein ein. Also jetzt Wizards of the Coast hat jetzt dieses Sigil 3D rausgebracht und sobald es released war, also das ist für Tabletop 3D-Programm, sobald es released war, haben sie das zugemacht. Also, Team gefeuert? Ja. Da werden Teams aufgebaut für ein Projekt und dann sterben die auch mit dem Projekt, wenn es durch ist. Genau. Also gut, das ist aber halt, das ist aber auch IT. Das ist aber auch ganz allgemein IT. Ja, ich meine, ich arbeite als IT-Consultant. Ich werde genau für sowas eingekauft. Wir werden als Externe eingekauft.
Ja, die bauen dann kein eigenes Team auf, sondern kaufen externe, damit sie direkt auch wieder Hire and Fire machen können. Ja. Ja, die Ja, kosten halt aber nur mehr. Wegen dem Risiko. das macht's ja nicht besser. In den USA ist es Das halt so, stimmt. dass du quer durchs Land reist, quasi umziehst für einen Job und dann arbeitest du irgendwie, keine Ahnung, 3, 4 Jahre da an einem Spiel und dann heißt ja, schönen Dank, Sie können gehen Ja, und du hast deinen ganzen Lebensstand quer durchs Land verlegt. Aber auch das hier ist halt nochmal, bei das ist denen keine leider sehr, Verteidigung. sehr gängig. Ja, ja, nein, alles gut. Es ist keine Verteidigung, es ist nur die Realität. Ja, und das ist aber allgemein in der IT, wozu ich die Gaming-Branche auch zähle. Da ist es leider wirklich so und die IT ist allgemein gerade in Krise, ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber der Markt sieht nicht mehr so gut aus wie noch zu Corona. Ist auch Corona schuld. Es ist ja auch in der Gaming-Branche das Problem gewesen. Auf einmal ist alles explodiert. Die Leute saßen zu Hause, sie hatten nichts zu tun, es wurden Computer gekauft, ne? Es wurden viel mehr Online-Dienste und sowas benötigt. Das ist ja die ganze IT ist ein bisschen explodiert, gerade in der Unterhaltungselektronik. Und das ist abgeflaut, hat niemand kommen sehen. Frage ich mich auch, was die Leute eigentlich denken. Ja. Dann kam die großen Entlassungswellen. Ich meine, ja, das ist Ja, leider auch bittere Realität. das stimmt. Um langsam mal wieder zurückzukehren Ja. zu Assassin's Creed. Genau. Einen Punkt gibt es nämlich noch, den ich da ganz interessant finde, und zwar ist das die Tatsache, dass die Steam Deck-Version, also zum einen ist es interessant, dass es überhaupt auf dem Steam Deck läuft, denn wir reden hier über einen Titel, der nicht mehr auf der Xbox One oder auf der PS4 rausgekommen ist. Mhm. Aber er läuft sogar verhältnismäßig gut, also kratzt immer an oder ist sogar über den 30 FPS. Aber Ubisoft hat in einem offiziellen Statement bekannt gegeben, dass Steam Deck-Spieler nicht in der Lage sein werden, ihre eigenen Einstellungen zu wählen. Das heißt, die einzigen Einstellungen, die man als Grafikoption zur Verfügung hat, sind die Einstellungen des Hochskalierers. Also möchte ich FSR oder XS benutzen oder halt nicht. Und das ist es mehr oder weniger. Auflösung kann man auch einstellen. Das heißt, obwohl wir uns hier eigentlich ganz klar in einem PC-Umfeld bewegen und die Optionen vorhanden sind, weil sie sind ja am PC da und können genutzt werden, hat man das hier nicht als Option gesehen, sondern nimmt es weg und die Ankündigung ist halt, wir gucken mal, ob wir das mit einem der kommenden Patches integrieren können. Klingt jetzt auch irgendwie alles so ein bisschen halbgar. Ich finde das sehr spannend, weil auf der einen Seite bin ich sehr dafür, dass es für solche Sachen wie das Steam Deck oder für niedriger, dass die Spiele gut skalieren nach unten quasi, dass man sie auch mit weniger Hardware noch gut spielen kann. Denn der Großteil des Marktes ist halt einfach nicht im High-End-Sektor, sondern die benutzen weiß ich nicht, eine 1650 oder sowas. Also irgendwelche Generationen alten Grafikkarten. Das ist immer cool, wenn man dann immer noch verhältnismäßig okayes Spielerlebnis bekommt. Dann sagt das Todd Howard, der dann meint, man soll seinen PC upgraden. Ja. Und auf der anderen Seite hast du aber plötzlich nicht mehr die Option. So dieses Rumgetinker, dieses Einstellen, wenn man es denn möchte, ist ja eine der Sachen, die PC-Spielen einfach ausmacht. Und ich finde es irgendwie kritisch, dass ich glaube, es ist das erste Mal, dass das passiert. Also es gibt viele Spiele, die haben fast keine Optionen, aber dass sie theoretisch da sind, aber nicht zur Das höre Verfügung ich auch zum stehen, ersten Mal. habe ich vorher noch nicht gehört. Ne, ich fand eigentlich den Mittelweg gut. Du hattest bei manchen Spielen so ein Preset für das Steam Deck. Ich fand das halt cool. Klar, der Vorteil an der Konsole ist, man hat keine Grafikeinstellung, man hat aber eine feste Konfiguration, was das Steam Deck ja auch hat. Und von daher sehe ich den Ansatz, den sie fahren, weil das ist ja ein fest konfiguriertes Gerät, womit sie rechnen können, wie eine Konsole auch. Aber es ist halt ein tragbarer PC und normalerweise, um es jetzt mal kurz zu erklären, normalerweise hat man alle Optionen wie in der PC-Version auch. Und was gut war, fand ich, was ein guter Mittelweg war, wenn Spieler einfach ein Preset, eine Voreinstellung für das Steam Deck angeboten haben und man brauchte dann nicht großartig herumprobieren, welche Optionen und so weiter und irgendwie recherchieren, was die besten Einstellungen sind, sondern man hat dieses Preset. Das war eigentlich ein ganz guter Weg, aber dass es jetzt komplett rausgenommen werden, diese Option, das ist mir auch neu und ist, glaube ich, auch von meiner Erfahrung das erste Spiel, was das so macht. Bei den Handhelds. Sorry. Finde ich persönlich auch sehr, sehr kritisch sogar. Also ich finde die Grundidee gut.
Gerade wenn Entwickler jetzt auch in die Richtung gehen und sagen, wisst ihr was, wir bieten vielleicht auch so einen Steam Deck-Modus oder sowas an, ja, wo Ja. der dann auch nochmal wirklich angepasst ist, wo man auch versteht, ey, wenn du hier was änderst, du zerstörst unseren Modus. Kannst du nicht machen. Aber man sagt, du kannst jetzt in den Steam Deck-Modus laden oder du kannst ganz normal das Spiel starten und dann kannst du selber rumfummeln, wie du lustig bist. Wir empfehlen den Steam Deck-Modus, aber alles fein. Das sollte der Weg sein. Aber eben, wir reden von einem PC. Das Steam Deck ist zwar ein Handheld, aber es ist ein PC und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und hier finde ich das auch interessant, dass Valve das anscheinend mitmacht. Also, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Ubisoft das Ich- einfach so über Steam zumindest machen. Also bei ihrem eigenen Launcher okay, aber über Steam, als ob da Valve nichts sagen könnte. Ja, Also glaube das ich wundert nicht, mich weil gerade. ich glaube, das Spiel erkennt halt die Hardware, auf der es installiert ist, und dann nimmt es die Optionen raus. Ich glaube Ja, tatsächlich aber nicht, dass Valve da großartig was zu sagen hat. also Ist, als glaube ob ich, auch Valve kein verhältnismäßig egal. Aber als ob Ja. Valve kein Druckmittel hätte zu sagen, lasst den Kram oder ihr dürft hier nicht auf die Plattform. Aber Ja. so machen die das ja in den wenigsten Fällen. Die lassen ja auch die Launcher zu und so. Also, Wenn es jetzt nicht KI-generierte Inhalte sind, wo in letzter Zeit ein bisschen was vom Store geflogen ist, glaube ich, wie gesagt, das ist halt auch ein Riesenspiel und viele werden es über Steam kaufen. Ich glaube, da ist die Hemmung recht groß. Ich sag mal, Ja, aber das Steam Deck ist zwar relativ weit verbreitet, was diese Handheld-PCs angeht, aber es ist trotzdem schon noch ein sehr, sehr nischiges Gerät, weshalb ich auch nicht verstehe, warum solche Optionen rausgenommen werden, weil die Leute, die ein Steam Deck haben, die sind schon eher die Bastler und die an ihren Spielen rumfummeln und kommen meistens vom PC. Sie kaufen das Gerät ja, weil sie eine Steam-Bibliothek haben. Die sind PC-Gaming gewöhnt und deswegen verstehe ich den Hergang da auch nicht so ganz, die Optionen rauszunehmen. Aber es gibt ja sehr viele verschiedene Hersteller von diesen Handheld-PCs, ne? Aber nicht von Steam Deck. Nee, nicht von Steam Deck, aber vielleicht deswegen, dass sie sagen, okay, wir wollen, dass es überall läuft und ohne Wäre mal Probleme. interessant zu wissen, ob das auf anderen Handheld-Geräten auch so ist. Ich habe es jetzt halt nur vom Steam Deck gehört, dass genau da die Optionen fehlen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich es jetzt auf einem, ich glaube, Rock Ally hat Windows als Basis und nicht Ja. Linux, ob das dann dort anders wäre oder ob das, ich weiß nicht, wie das Spiel erkennt, auf welcher Hardware es installiert ist. Ob da dann die Optionen auch raus sind. Momentan Ja, haben gut. alle anderen noch Windows als Basis und dieses Ja. Jahr kommt dann das, ich glaube, Legion S raus, Legion Go Mhm. S, das dann das erste Ding sein wird, was halt auch das SteamOS benutzen wird. Ich glaube, Ja. entweder Legion Aber- oder ein anderes. Da kann man aber auch SteamOS installieren oder andere. Ich glaube, Linux- offen Ja, möglich Nicht ist es offiziell. mittlerweile. Nicht offiziell. Ja, genau. nee. Aber Möglich geht. ist es, glaube ich, mittlerweile, aber von Haus aus kam bisher noch keins außer das Steam Deck mit SteamOS. Ja. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, weil nochmal zurück zu dem Thema, warum sollte Valve da was tun? Weil ich finde, das ist so ein bisschen Beiseitegewicht. Wenn Ubisoft damit anfängt und es fangen andere Firmen eventuell auch damit an, weil die sagen, ah ja, das ist für uns ein gutes Verkaufsargument, weil dann können wir ja quasi sagen, das läuft auf dem Steam Deck und deswegen wollen sie das auch eingrenzen, damit keiner nachher kommt, das läuft ja doch nicht. Was weiß ich, was da die Gedankengänge sind. Aber das ist ja auch negativ dann für Steam Deck, wenn sich dann so ein bisschen durchsetzt, so mit, du kannst eben nicht mehr daran rumbasteln. Also für mich wäre das als Valve auf jeden Fall genug Motivation zu sagen, ja, das sollten wir vielleicht nicht so zulassen. Ja, Das ich glaube, Verkaufsargument ist, das Verkaufsargument ist aber ja an der Stelle vom Steam Deck auch ein bisschen, dass es die Konsolifizierung vom PC-Spielen sowieso schon ist. Dass du halt deine PC-Spiele nutzen kannst und in vielen Fällen halt ein Interface bekommst und die Möglichkeit, so wenig wie möglich bei den Spielen, die funktionieren, einstellen zu müssen. Also von daher wird das eher unterstützt. Du hast schon recht, dass viele Leute halt irgendwie rumbasteln wollen, aber zumindest in den Bereichen, in denen ich geguckt habe, gab es keinen Aufschrei. Also es gab kaum Leute, die da in irgendeiner Form negativ drüber berichtet haben oder da überhaupt drauf eingegangen sind. ja, Also das es war meinte eine ich auch. Nebenbei-News. Ja, das meinte ich auch. Ich glaube, also, meinte ich, es ist nur relativ nischig. Da wird der Aufschrei nicht groß genug sein von, blöd gesagt, den paar Steam Deck-Benutzern, die jetzt auch noch Assassin's Creed darauf nativ spielen wollen und nicht vielleicht von ihrem PC streamen oder sowas. Aber ich glaube, ich finde auch, Valve darf sich da gar nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil mit ihrem Stack Verified Label, das ist auch schon eher kritisch zu sehen. Also manche Spiele haben da halt dieses Verified Label, was eigentlich kennzeichnet, dass das Spiel auf dem Steam Deck läuft. Und ja,
die laufen auch alle auf dem Steam Deck, aber da sind halt auch Kandidaten dabei, die halten im Leben keine 30 Frames und sind eher unspielbar. Also nicht alle, das ist nicht weit verbreitet, aber vielleicht sind sie sich darüber auch ein bisschen bewusst. Also ich glaube nicht, dass die da zu großes Interesse dran haben. Die haben immer mal wieder diese Anflüge, wo sie den Gamern beipflichten und wo man Steam für feiert, wie diese KI-generierte Geschichte. Da stehen dann alle auf und sagen, ja, feiern sie Steam, weil sie da ein paar Spiele runterhauen. Aber ich glaube, da ist die Initiative von ihnen nicht allzu groß. Können wir nur hoffen, dass damit jetzt aber nicht die Büchse Pandoras geöffnet wurde für Steam Deck und andere Handhelds, weil ich glaube, also ich persönlich fände das nicht gut, wenn das eine Entwicklung ist, die sich durchsetzt. Wie gesagt, als Option fände ich super. Ich glaube, das wäre etwas, was Handhelds hilft, aber wenn es nur noch das gibt, dann wird es schwierig. Wir halten es im Auge und berichten drüber, falls es wieder vorkommt bei anderen Sachen. Wenn es sonst keiner macht, machen wir es halt. Genau. Es gab zwar noch ein paar andere News, aber ich glaube so, dass das größte andere interessante Thema ist eins, das speziell den deutschen Raum wahrscheinlich betrifft und irgendwie beeinflusst. Und das ist die Mindfactory-Insolvenz. Mhm. Ich weiß nicht, ob einer von euch sich da eingelesen hat oder. Ja, Nee. Im bisschen Prinzip mehr. nur die Meldung, dass sie Insolvenz angemeldet haben und dass jetzt hier natürlich ein paar Leute noch Bestellungen offen haben und schon festgestellt haben, dass auf der Website nach und nach das Angebot zurückgefahren wurde und dass da schon so ein paar Vermutungen angestellt wurden und jetzt ist halt die Erkenntnis da. Ja, da gab es schon ein paar krasse Dinge. Also der Igor von Igor's Lab, der hat das schon vor ein paar Wochen gesagt. Und für mich war da eigentlich schon klar, der labert eigentlich keinen Mist. Also als der gesagt hat, ey, das passiert gerade, da konnte man eigentlich schon von ausgehen, dass das kein Quatsch ist. Es gab ein paar Leute auf Reddit, die trotzdem gesagt haben, ach, das kann ja nicht sein. Dann gab es bei Mindfactory so eine Shop-Umstellung, man konnte aktuell nicht bestellen und sowas. Das war ja schon so alles so, das ist aber komisch. Und dann haben sie ja den absoluten Burner gebracht. Sie haben anscheinend die kompletten Kundendaten auf ein anderes System transferiert oder halt das aktuelle System abgestellt und ein neues System aufgebaut. Und man muss sich jetzt, selbst als Altkunde, nochmal neu registrieren. Und wenn man auf alte Sachen zugreifen will, muss man die direkt schreiben. Und das scheint ein Move zu sein, um ganz klar zu trennen zwischen, was ist jetzt vor Insolvenz und was ist nach Insolvenz. Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist schon, finde ich schon ziemlich heftig, das so zu regeln. Also Ja. kommunikationstechnisch ist das ein Desaster, was Mindfactory da Das auf jeden Fall, veranstaltet. ohne Ankündigung sowas zu machen, habe ich auch noch bei keinem anderen Shop. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt schon Insolvenz gegangen haben, aber das habe ich noch nie gehört, dass die kompletten Kundendaten dann irgendwie weg waren und man sich Noch neu anmelden nie. musste. Also das Ja, also, habe ich auch noch weiß ich nie nicht. gehört. welcher Insolvenzverwalter dahinter steckt und sowas macht. Ja, Ja, ist ich schon meine, krass. schade ist es natürlich, aber ich habe auch gelesen, die Gewinnmarge gerade im Hardware-Markt ist halt Ja. so gering. Gering. Ja. Und auch, dass die bei sowas wie Dialo und irgendwelchen Preisvergleichen immer sehr weit oben waren. Klar, die werden dann viele Einkäufe gehabt haben, aber anscheinend haben sie auch, so ist die Vermutung, immer sehr knapp kalkuliert. Da hatten sie dann Und die vor besten allem, Preise. sie haben ja quasi auf Rechnung gekauft. Also sie haben ja Sachen gekauft und erst wenn sie weiterverkauft wurden mit der Marge, haben sie erst bezahlt. Und das ist denen wohl jetzt zum Verhängnis geworden, weil sie dann wohl riesige Forderungen hatten, die sie nicht mehr bedienen konnten. Sie waren nicht liquide genug und das hat dann boom, das kaputt gemacht. Ich meine, Insolvenz bedeutet ja nicht, dass Mindfactory jetzt komplett weg ist. Das kann es bedeuten, das muss es aber nicht. Ich finde es aber trotzdem krass, weil Mindfactory, ich meine, wie lange gibt es die jetzt? 15 Jahre, mehr sogar Oh, vielleicht? mehr. Mehr, ne? Das ist Ja. seit ich mich mit Computern beschäftige, glaube ich, gibt's die. Das Ich ist habe nicht total irre. nicht viel da gekauft, aber ich meine mich zu erinnern, dass bestimmte Teile aus meinem 2004er Rechner für Half-Life 2 von Mindfactory kamen damals. Ja, also das ist schon, und das finde ich ist eigentlich so das Krasse, dass so eine Institution auf dem Markt, zumindest in Deutschland, so, das ging ja, zack, war's auf einmal vorbei. Also in Anführungszeichen, das ist jetzt erstmal insolvent, ja, vielleicht schaffen sie es ja nochmal, aber das ging ja, das war auf einmal so. Und was ich halt krass finde, ist halt wirklich die Kommunikation und die Leute, die jetzt hängen gelassen werden, weil man hat es nicht offen kommuniziert, man hat
einfach irgendwas gemacht, ohne die Leute zu informieren, und ein paar Leute haben dann noch gekauft oder haben Garantiefälle gehabt, und die sitzen da jetzt. Einer hat auch auf Reddit geschrieben, ja, der hat, ich glaube, eine 5080 war das für so 1,5, 1,6, hat er zurückgeschickt, den Garantiefall. Ja, jetzt ist Grafikkarte und Geld weg. Und das ist halt echt, ja. Ja. Selbst wenn sie die Insolvenz überleben und sich sanieren, ich weiß nicht, ob sie noch mal so einen Kundenstamm aufbauen können. Ja. Nee, ich Selbst, glaube, das Das ist vorbei. Ist Vertrauen vorbei. ist weg. Ja. ja. Selbst wenn der Kollege, was ich für recht sicher halte, sein Geld wieder bekommt, ist es ja auch gerade nicht so einfach, an die Grafikkarten zu kommen. Aber so klar, so persönliche Geschichten wird es dann natürlich einige geben. Ja, aber ob der sein Geld wiederkriegt, ist ja eben nicht sicher. Also Ja, das es kommt hat- Ich halt glaube, da drauf. ist der als Käuferschutz schon relativ groß. Ich meine, das ist ja eine offizielle Ja, aber er ist nur Insolvenz. einer von vielen Gläubigern. Ja. Ja, sicher. Ja, deswegen, also das ist gar nicht so sicher. Vielleicht kriegt er 100 Euro, vielleicht kriegt er gar nichts, vielleicht kriegt er alles. Das Wie ist jetzt sichert ein Lotto. PayPal in so einer Situation ab? Weil Nein, theoretisch- PayPal haftet da nicht für. Nee, nicht haftet, aber theoretisch hat man ja seine Hardware nicht bekommen oder das Ja, doch, Dann hat war er es ja. nicht, oder ja. so. Ja. Ich weiß nicht, Ja, ob die gut, erst die war erstatten kap- und sich das dann wiederholen von dem, also ich weiß nicht, wie der Käuferschutz da funktioniert. Das wird sich auf jeden Fall ordentlich ziehen. Also ich Ja. habe PayPal zieht sich da bestimmt raus. Leider wahrscheinlich ja. Ja, berechtigt. Weil warum sollte jetzt PayPal das Geld dann irgendwie auch rausrücken? Ja, aber Was müssen sie eventuell sogar natürlich schon beim nicht. was eventuell sogar schon beim Händler ist. Der Händler kommt dann auch an und sagt, "Ey, warum wollt ihr das?" Weil das ist dann ja auch Geld, was rausgezogen wird, was an die Gläubiger wieder verteilt werden kann. Das heißt, die wollen natürlich auch gucken, dass das Geld bloß da bleibt. Also nicht PayPal, sondern jetzt MindFactory. Es ist eine Scheißsituation. ja. Das Das kannst auf du jeden laut Fall. sagen. So, was nutze ich jetzt als Überleitung für, das ist eine Scheißsituation? Lass mal kurz überlegen. Nee, theoretisch können wir vielleicht noch kurz ansprechen, es hat gerade der Frühjahrs-Steam-Sale stattgefunden. Da waren wieder hunderte, tausende Titel irgendwie im Angebot und man konnte auch schön einige kleine Perlen irgendwie erwischen, die man vielleicht vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Habt ihr irgendwo zugegriffen oder habt ihr euch irgendwas auf die Wishlist gepackt, was beim nächsten Mal dann dran ist? Ich habe ein bisschen was Kleines gekauft. Domekeeper und Spiritfarer habe ich nochmal gekauft. Das sind beide schon ein bisschen ältere Spiele. Domekeeper ist jetzt gerade so mein Mittagspausenspiel. Ja, kann ich gleich loslegen, können aber auch erst kurz quatschen, was die anderen eventuell geshoppt haben. Ich habe mal so durchgeguckt. Viel hat mich nicht angemacht. Aber Wonderstop hatte ich gekauft. Ah, Ja, schön. das war tatsächlich im Stil Spring Sale. Und es ist eine ganz coole Story. So, man spielt eine Kriegerin, die sich an die Spitze der Ganzen gekämpft hat und dann tatsächlich einen Kampf mal verloren hat. Also das ist alles noch Pre-Story sozusagen. Und dann möchte man natürlich eine Meisterin suchen, um wieder zu kämpfen und an die Spitze zurückzukommen. Und dann verläuft man sich irgendwie im Wald so ein bisschen und landet an einem Teehaus. Und da verbringt man dann seine Zeit. So eigentlich immer mit dem Ziel, weiterzukommen und die Meisterin zu suchen, aber es zieht sich. Ja. Was ich faszinierend fand an dem Spiel ist, dass es irgendwie in der ganzen, im ersten Eindruck erstmal so aussieht wie ein super coziges Spiel. Aber wenn man sich anguckt, was so der Story-Loop sein wird oder zumindest so der Verlauf der Story sein könnte, dann ist es eher viel wahrscheinlicher, dass man sich damit auseinandersetzt, woher denn, also die Heldin, die man spielt, ist halt depressiv irgendwie oder ist zumindest hängt in einer Glaubenskrise. Und es ist nicht so, dass sie in diesen Teeshop kommt, den übernimmt und alles ist gut, sondern die Art und Weise, wie sich der Spieler und die Figur damit auseinandersetzen müssen, warum bin ich gerade eigentlich am Boden? So, was ist das, was mich runterzieht? Wieso bin ich kaputt? Oder ist eigentlich alles okay und ich muss mich einfach umorientieren? So, was mache ich mit dem Rest von meinem Leben? Sie hat ja auch gar keine Lust, da zu sein. Eigentlich will sie ja weiter.
Genau. Das macht das Ganze halt irgendwie sehr viel interessanter, finde ich, Ja. als die x-te Variante von und dann habe ich einen Teeshop geerbt und alles war gut. Ja, und dann Ich habe kommt einen Bauernhof der bekommen. Waschbär und nimmt dir die ganzen Kohle ab. Ja. Genau. Ja, ich finde es halt cool, dass es quasi so eine Entwickler-Supergroup ist. Und ja, ich finde es halt auch cool. Ich glaube schon, dass es so eine Art Cozy Game bleibt. Also ich meine, man wird ja dann nicht irgendwann das Schwert nehmen. Ich weiß gar nicht, wo es hingeht mit der Story, aber ich finde es halt cool, dass solche Themen mal angesprochen werden. Und es ist auch so ein bisschen die Vermutung, ob das ein bisschen autobiografisch ist. Ja, einfach sich mal damit zu befassen mit Burnout und Depressionen und einfach mal im Spiel das darzustellen und solche Themen anzusprechen. Und das Einzige, was ich bisher zu sagen kann, ich habe mir den Soundtrack die letzten 2, 3 Tage angehört, der ist wunderschön. Ist von dem Komponisten, der auch damals die erste Musik für Minecraft gemacht hat. Ah. Ich glaube unter dem Künstlernamen C417. Ich muss das kurz googeln. Nee, so Klingelt ist er nicht. zumindest was. Ja, Ja, aber irgendwas Quatsch, in der Richtung. ich werf's gleich ein, quatsch ruhig gerne weiter. Ja, also ich finde, solche Spiele darf es dann halt auch öfter geben. So ein bisschen zum Nachdenken, dass man halt sich in der Story, ich sag mal, nicht unbedingt wie Fantasy verliert, aber halt schon mitgerissen wird. Und das ist halt Ja. nicht das nächste Spiel ist, was man sowieso schon kennt. Ja, das Spiel hat mich tatsächlich ich habe mir eine Notiz gemacht in unserem Notizbereich irgendwie dazu, dass man ein Special über Cozy Games machen könnte, weil Mhm. genau dieses Spiel halt unter anderem, so wie definieren wir ein Cozy-Spiel für uns selber? Und Mhm. ist es tatsächlich ein Cozy-Spiel, wenn ich mich mit durchaus realen Themen irgendwie auseinandersetzen muss? Oder ist es trotzdem noch eins wegen dem Gameplay-Loop und so? Das wirft interessante Fragen auf, irgendwie, so, was das für uns definiert und wie man da rangehen kann. Ich denke, glaub, das kann beides sein. Also Ja. Ja. das Gameplay ist das Cosige, aber du kannst trotzdem noch drüber nachdenken. Mhm. Ich glaube, das bedeutet auch für Leute was ganz anderes. Ich habe auch schon genug Leute gesagt, diese Spiele, wo ich einfach das Hirn ausschalten kann, ist für mich eine Art Cozy Game, weil das ist eine Ja. vertraute Umgebung, ich weiß, was hier passiert und dann kann auch ein Diablo 3 oder Diablo 4 ein Cozy Game sein. Ich meine, klar, unter einem Cozy Game, ähnlich wie damals unter den Walking Sims, ist ja so ein bisschen negatives Wort schon fast geworden. Man hat dann immer automatisch diese Sepia-Töne vor Augen und wahrscheinlich ein bisschen Pixel-Look und wenig Gameplay und eher emotionale Story oder sowas. Aber ich glaube, das ist relativ weit gefasst, wo man sich halt wohlfühlt. Und manche fühlen sich halt bei, keine Ahnung, Doom 2016 wohl, weiß ich nicht. Ja, da bin ich voll bei dir, weil, was ist überhaupt ein Cozy-Spiel? Assassin's Creed ist für mich ein Cozy-Spiel. Das ist das, was ich ja vorhin auch gesagt hatte. Das ist ein Attraktionspark, ich renne ein bisschen rum, es sieht toll aus, es ist nicht zu komplex, ich habe Spaß, ich renne ein bisschen rum. Das ist für mich ein Cozy-Game tatsächlich, weil Hirn aus, einfach ein bisschen berieseln lassen. Das ist für mich ein Marvel-Film der Videospiele, und Marvel gucke ich mir auch gerne an. So, da muss ich mich nicht konzentrieren. Das ist für mich Cozy, und die andere Art von Cozy-Spiele sind Nostalgie-Spiele bei mir zum Beispiel. Will ich auch nur mal anmerken. Das ist wie Ocarina of Time. Das spiele ich einmal im Jahr mindestens einmal durch. Das ist für mich ein Cozy-Game auch. Aber Was für deswegen, ich mich, glaube, da Definitionen sind komplett anders immer, je ja, nachdem. was für mich zum Beispiel überhaupt kein Cozy Game war, was alle immer sagen, ist, hier Pixel-Look, man baut Rüben an, helft mir Stardew gerade. Valley. Stardew Valley? Stardew Valley, ja. Das hat bei mir unheimlich Stress ausgelöst. Dann hieß es, die Jahreszeit ist vorbei und dann hatte ich da noch Rüben im Tatsächlich, Boden, ja. die ich irgendwie rausbekommen muss und verkaufen. Das war purer Stress. Das war für mich überhaupt kein Cozy Game. Was ich jetzt Optimieren. Ja, genau. Was ich bei Wonderstop noch cool fand, dass du da halt wirklich eine Figur hast, dieser Teehausbesitzer, der quasi aktiv zu dir sagt, hey, mach mal langsam, du musst hier nichts machen, du kannst A, B, C, D, das sind kleine Aufgaben, die du machen kannst, aber fühl dich nicht gedrängt, dass du wirklich so eine Person hast, die das aktiv kommuniziert. Das fand ich ganz witzig. Kannst du abschätzen, Michi, wie weit du schon im Spiel bist? Ich habe gerade angefangen. Also vielleicht Okay. eine halbe Stunde gespielt. Okay. Oder eine Stunde, ja. Also ich werde es die Woche auf jeden Fall vielleicht durchspielen. Mal schauen, was mich dann sonst ablenkt.
Und dann kann ich ja in 2 Wochen berichten. Ja, bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Entweder in 2 Wochen oder falls wir Special Cozy Games machen, eben Special Cozy Games. Ist sicherlich ein Ja. Spiel, was sich dafür anbietet. Ja, ich wollte gerade noch einwerfen, ich habe gesagt C417, er heißt C418, also C418 als Künstlername. Der hat damals auch Musik für Minecraft schon gemacht. Ah ja. Spannend. Also auch schon 20 Jahre im Business. Stimmt, Minecraft ist ja schon uralt. Das ist Ja. mal wieder so eine Erkenntnis gewesen, ey, danke. Da fühlt man sich wieder nicht alt. Ah, Ja. Ich glaube, den Moment müssen wir mindestens einmal pro Podcast haben, so der ja, aber das kam Realitätscheck. so, ich weiß nicht, Minecraft ist halt so aktuell, dass man gar nicht daran denkt, dass das schon so alt ist. Das hat mich gerade voll aus der Bahn geworfen, weil ich gerade überlegt habe, stimmt, ich habe das schon vor 15 Jahren oder sowas in einer Beta gespielt, wo es so keinen Kreativmodus gibt, da hat man immer Cheats Ja. benutzt, damit man einfach bauen kann. Ja, es Da ist gab auch, es ja schon die Musik. es ist auch faszinierend, wie die Marke so lange so groß gehalten haben, ohne dass es irgendwie ausgebrannt und der Trend vorbei war. Also ich habe das Gefühl, am Anfang und zu der Zeit, als wir es kennengelernt haben, war das noch kein so ein Kinderspiel und dann haben sie irgendwann eher so die Jugendlichen und Kinder für sich entdeckt, was großartig ist, weil ich finde auch dieses Schulprogramm, was sie damit machen, ganz cool. Aber dass sie das so lange aktiv gehalten haben und trotz Fortnite oder so ist das noch aktiv. Vor allen Dingen Kann- jetzt auch die nächste Generation spielt das ja aktiv, ne? Ja. Da kann André wahrscheinlich mal drüber berichten, im Zweifel. Seine Kinder zocken das mehr oder weniger so lange, seitdem sie zocken. So, das ist irgendwann mal Thema in der Schule geworden und das ist deren ewiges Spiel. Das ist deren Service-Spiel. Und theoretisch kaufst du das halt nur einmal auf der Plattform, wo du halt Bock drauf hast. Und dann wird das immer wieder rausgeholt. So, das ist halt, die lernen neue Kinder kennen. Und die erste Frage ist, kriege ich Zeit für die Switch, damit wir Minecraft zocken können oder so. Und es ist halt so auch so unglaublich zugänglich. Du kannst auf dem Handy spielen, du kannst auf der Switch spielen, du kannst auf der Xbox spielen, du kannst auf dem PC spielen. Also solange man Bedrock spielt. Und die ne? Entwicklung Ja. hat nicht viel gekostet und er hat einen Haufen Geld gemacht. Wollte grad sagen, Ja, hat er aber nicht, Oh aber, Gott. aber ja. Lass uns nicht über Notch reden. Das Ja, ist- wollte ich das- gerade sagen. Wenn es kann einer nur nach nicht hinten verdient hat, losgehen. dann eher. Wäre wenigstens ein cooler Typ, dann wird man sich für ihn freuen. Aber so. Ja. hm. Ja, wie sagt man noch so schön, Geld verändert den Charakter nicht unbedingt, sondern bringt einfach den Charakter zum Ich wollte Vorschein, gerade der die sagen, ganze ich glaube, Zeit schon der da war war. schon so, ja. Als Ja. ob da das wäre. Ich habe damals gedacht, dass Microsoft, die haben, glaube ich, 4 Milliarden dafür gezahlt. Ja, jeder dass sich hat das- gesagt, das war zu Das viel. kann sich nicht gelohnt haben. Und rückblickend war das ein tierisches Schnäppchen. So, Ja. ich bin echt gespannt. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen habt für den Minecraft-Film, der jetzt Mhm. demnächst rauskommt. Hm. Ob der landet oder nicht, Ich kann ich gar glaube nicht nicht. einschätzen. Ich glaube, der landet. Der erste Teaser war der letzte Müll, dann kam der zweite und auf einmal sah es wirklich gut aus. Also, Ich kann das ich habe überhaupt Bock nicht bekommen. einschätzen. Meinst du, ich die bin haben auch den nicht die Film Zielgruppe. komplett neu gemacht? Ja, ich hätte auch vorher nicht abschätzen können, ob Sonic funktioniert. Gerade nach der ganzen Ummodellierung von dem Look von Sonic. Ich hätte nicht abschätzen können, ob beim Mario-Film war ich mir relativ sicher, dass er Der funktioniert. war- Aber ja, Okay. könnte ich jetzt überhaupt nicht einschätzen, ob das funktioniert oder nicht. Auf jeden Fall, selbst wenn er kacke ist, glaube ich, bringt das fürs Spiel trotzdem noch eine gewisse Werbung und wieder Aufmerksamkeit. Also ich Das glaube definitiv. schon, dass gut wird, allein weil Jack Black da ist und Jack Black hat auch den Mario-Film besser gemacht. Also Der ist in Ja. jeder Das ist Jack Black. Verfilmung. es ist halt Jack Black, der funktioniert immer. Das würde ich jetzt nicht sagen. Doch. Ich bin auch Der der Meinung, gute er soll lieber James. Musik machen, das kann er besser. Oh Gott, Tenacious D ist fantastisch. Ja, definitiv. Aber auch so Ja. alt. Nee, Ja. reden wir nicht drüber. Den Film muss ich einfach auch noch mal wieder irgendwann mir geben. Ich habe den nur gesehen damals, als er rauskam und tatsächlich an dem Abend, wo ich nicht ganz fit war. Das heißt, ich bin eingepennt. Ich habe den nie vollständig gesehen. Das muss ich immer noch mal nachholen. Was? Ja. Was? Es sind Oh auch Gott. Witze drin, die würde man heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Das ist grundsätzlich immer mal wieder das Problem bei Komödien. Na gut, was haben wir noch so gespielt? Du hast Domekeeper gespielt?
Ja, ich habe Domekeeper, ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, wann das rauskommt. Ich würde sagen, vor 2,5 Jahren auf der Gamescom vorgestellt. Irgendwie habe ich das mitbekommen im Zuge Gamescom, glaube ich, wo die damals zum ersten Mal eine Demo hatten bei der Indie Arena Booth. Ist ein deutsches Entwicklerpaar. Ich kann jetzt nicht sagen, ob verheiratet, auf jeden Fall sind sie zusammen, es sind nur 2 Personen und, ist eigentlich ja, eigentlich hat's die ganzen Checkboxen, die ich nicht mag. Pixel-Look, Roguelike, Indie-Game, ähm, aber, ja, macht einfach für zwischendurch Spaß. Ich dachte eigentlich, die Runden wären ein bisschen kürzer. Also, man spielt einen kleinen Astronauten, der stürzt auf einer Planetenoberfläche ab und um sein Überleben zu sichern, baut man halt diese Kuppel. Eine einfache Glaskuppel und dann, gibt's quasi so 2 Phasen, die man durchmacht. Eine Ruhephase, in der geht man dann in den Untergrund. Man sieht alles aus der 2D-Sicht von der Seite und, kann dann quasi graben nach Mineralien. Es gibt verschiedene Rohstoffe, ich glaube 3 oder 4 verschiedene Rohstoffe, die man dann abbaut. Funktioniert eigentlich ähnlich wie bei Minecraft. Man buddelt halt in die Erde rein. Das Gute ist, dass man senkrecht nach unten buddeln kann, weil man hat einen Jetpack an und fliegt dann quasi durch die Höhlen, die man sich freigeschaufelt hat und sammelt unten diese Rohstoffe ein. Das Witzige dabei ist, die Rohstoffe purzeln dann so physikalisch korrekt so ein bisschen darum und kann die quasi mit einem Seil an seinem kleinen Astronauten festmachen und muss dann quasi wieder hoch in die Kuppel fliegen. Und dann ist es so ein bisschen wie beim Einkaufen. Entweder nimmt man alle 10 Tüten auf einmal und ist sehr, sehr langsam oder man geht halt mehrmals und nimmt immer nur 2, 3 einzelne Items mit und ist dann dementsprechend schneller mit seinem Jetpack wieder oben in der Kuppel. Das sollte man dann schaffen, bevor die zweite Phase anfängt. Dann kommen nämlich Monster und greifen die Kuppel an. Das geht in Wellen ganz einfach los mit kleinen Monstern und dann später werden die immer größer und immer stärker. Und dann nimmt man diese Ressourcen mit nach oben in die Kuppel und hat dann die Möglichkeit, verschiedene Sachen auszubauen. Also den Widerstand der Kuppel, eine automatisierte Kanone, die oben für einen schießt. Oder man kann das Jetpack verbessern, indem man schneller fliegt oder einfach mehr tragen kann. Oder seinen Bohrer verbessern, damit man schneller buddeln kann. Und das ist im Prinzip eigentlich schon alles. Diese Loop geht dann immer so weiter und so weiter und die Wellen werden immer stärker. Ich glaube, die Frequenz bleibt dieselbe, aber es werden halt immer stärkere Monster. Und ja, ich bin tatsächlich noch im ersten Run und spiele schon, ich würde sagen, 2 Stunden oder sowas. Also ich dachte, es wäre wesentlich schneller, dass es so, keine Ahnung, 10 Minuten Runs wären. Aber es bietet sich trotzdem für zwischendurch prima an, weil man kann das Spiel ausmachen, läuft prima auf dem Steam Deck und kann dann einfach weiterspielen. Und ja, macht eigentlich Bock. Ich bin mal gespannt, wie weit ich komme. Und die haben, glaube ich, jetzt auch mittlerweile einen Mod-Support und haben sogar die besten Mods ausgezeichnet. Da muss ich auch mal reingucken, was sich da so getan hat. Auf jeden Fall sehr spaßiges Spiel. Nicht riesig, aber der Loop macht schon ganz ordentlich Spaß. Das mit den 2 Stunden finde ich spannend, weil gerade also ich bin mir gerade nicht sicher, es gibt, glaube ich, nicht viele Roguelikes, die so einen langen Loop haben. Ich glaube, ich wäre ziemlich frustriert, wenn ich dann irgendwann nach 2, 3 Stunden oder so sterbe und dann wieder bei Null anfangen muss. Bin Ja, gespannt, was du mit rübernimmst in die anderen Runs. ich glaube tatsächlich nichts. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich meine, es ist aber ein Roguelike, kein Roguelite. Das ist immer ein bisschen Aha. schwierig. Ich glaube nicht. Ich lasse mich jetzt überschätzt, also 2 Stunden, lass es 1,5 sein, aber sie sind auf jeden Fall überraschend lang für so ein Spiel. Also ich meine, wenn man jetzt ein Hades hat oder sowas, klar, die Runs werden auch immer länger, aber so von der Optik und der Einschätzung hätte ich nicht gedacht, dass die Runs so lange sein können. Ich habe auch das Gefühl, das ist nicht allzu schwer. Manche Roguelites sind ja halt so knackenschwer. Keine Ahnung, ich habe, verdammt, wie hieß das? Metroidvania. Hat jetzt eine Dead Castlevania. Cells. Ja, danke. Dead Cells gespielt und da ist ja ein Run viel schneller vorbei. Also da Ja. ist man viel verwundbarer. Und ich dachte auch hier, dass die Monster viel schneller, viel stärker werden und ich mich nicht mehr verteidigen kann. Obwohl ich gar nicht so drauf geachtet habe, dass ich meine Upgrades irgendwie halbwegs fair verteile. Man kann ein bisschen strategisch vorgehen, man kann natürlich eher auf Defensive gehen und die Schilde stärken und die Widerstandsfähigkeit von der Kuppel und so weiter. Oder man kann sagen, man erhöht lieber seine Feuerkraft oder sowas. Und da habe ich eigentlich relativ gleichmäßig alles geupgradet und ja, mal gucken, wie lange das noch Bin geht. gespannt.
bin da sehr gespannt. Roguelite ist aber ein guter Punkt. Ich konnte nicht so viel spielen jetzt irgendwie die letzte Woche. Ich war Wochenende im Urlaub. Ähm, bin immer noch im Balatro-Sumpf. Also ich schalte immer noch Decks frei und habe, glaube ich, jetzt nie erstmal wieder alle. rauskommen. Ich hoffe schon. Ich habe jetzt erstmal alle Decks freigeschaltet, die ich konnte und muss jetzt quasi den Schwierigkeitsgrad erhöhen, um die weiteren Decks freizuspielen. Zieht mich immer noch. So die Loops sind hier gerade kurz genug, dass man mal einen dazwischen schieben kann und auch wenn man speichert und wieder reinkommt, ist es relativ einfach, wieder einzusteigen in genau das modifizierte Deck, in dem man dann gerade spielt. Und es ist einfach schön zu sehen, wie die es gemacht haben mit der Power-Eskalation hier. So, was mich halt häufig irgendwie ein bisschen nervt, ist, dass du bei vielen Roguelikes schon siehst, irgendwie, wo du hin willst. Du siehst quasi die Fähigkeiten, die du möchtest. Du siehst genau, hey, ich weiß, dass ich das brauche und vorher komme ich vielleicht gar nicht zum Ende des Spiels oder sowas. Und hier hast du die Sachen, die du freispielst, sind halt häufig einfach komplett verdeckt. Es wird einfach nur bei einer Karte irgendwie dazu gesagt, so, hey, wenn du das und das machst im Spiel, dann schalten wir dir eine neue Karte frei. Und so dieses, im nächsten Run bin ich ein bisschen stärker, im nächsten Run bin ich wieder ein bisschen stärker. Und der nächste Run hat vielleicht Karten, die mich zwingen, komplett anders zu spielen, als ich das im Vorfeld gemacht habe. Halten das einfach so frisch und gleichzeitig ist das Gefühl dieser Power-Eskalation, so ich werde besser und besser und besser und besser, extrem nice. Dennis? Ja, also, ja, was ich cool fand, also was ich immer mag bei Dawnkeeper, weil du jetzt sagtest, mit den Ausbaustufen, man sieht den Skilltree, der ist schon aufgedeckt, aber was ich halt mag, ist, wenn man den Skilltree schon sieht und nicht irgendwelche, ich glaube bei Hades war das so, man begegnet dann den Göttern, gut, da kann man noch ein bisschen entscheiden, aber wenn es so zufallsbasiert ist, welche Upgrades man bekommt und man so völlig gezwungen ist, den Bild zu spielen, dem das Spiel einem vorgibt. Und man da gar keinen Einfluss drauf hat, sondern bei Dawnkeeper fand ich es halt schön, dass du den Skilltree siehst und kannst deine Strategie so ein bisschen darauf auslegen. Und das habe ich. dass du das sagst, weil ich mag das natürlich bei Roguelikes, das fand ich an Hades so cool, dass man so ein bisschen gezwungen wurde zu adaptieren. Also finde ich spannend, dass du sagst, das mag ich nicht bei Roguelikes, aber wenn ich alles sehe, ist das super geil. Wollte ich nur anmerken, finde ich sehr, sehr interessant, wie da teilweise die Geschmäcker so auseinandergehen, weil Ja, das fand ich bei Hades so gut. Du hast Ja. eine limitierte Option und du musst adaptieren, weil ich glaube, weil sonst plant man halt voraus und macht halt immer das gleiche Ding. Das ist bei Vampire Survivors irgendwann bei mir das Problem gewesen. Ja. Das stimmt, ja. Ich vermute, bevor wir gleich zu dir kommen, Tristan, denn ich denke, das wird der letzte große Block heute. Wo ich, glaube ich, noch nicht drüber geredet hatte, war so das Service-Spiel, was ich gerade viel zocke, ist Hunt Showdown. Und auch da sind so kleine Roguelike-Elemente quasi mit drin. Ich finde es sehr einzigartig in dem, was es macht. Also Hunt Showdown ist ein Spiel, das spielt irgendwie 93, 94, irgendwie sowas in der Richtung, in südamerikanischen Sümpfen, mehr oder weniger. Und also im Süden der USA, meine ich damit. Und man hat einen Charakter, schmeißt sich mit bis zu 2 Freunden quasi auf eine Map, hat den Auftrag, ein Bossmonster zu killen, muss erstmal rausfinden, wo das ist. Und die anderen Spieler haben aber den gleichen Auftrag. Das heißt, man kollidiert zwangsläufig an irgendeinem Punkt mit anderen Teams, die auf der Karte unterwegs sind. Und das Spiel enthält einem einen gewissen Anteil an Informationen. Das heißt, man hat nicht zwingend so irgendwelche Marker auf der Karte oder so und sieht so, der Gegner hat das und das ist das Level oder sowas. Oder man weiß nicht mal genau, wenn man jemanden sieht, ist der alleine oder ist er in einem anderen Team. Man weiß nie, mit wie vielen Leuten man es gerade zu tun bekommt. Und die Charaktere, die man hat, behält man nur für maximal so 4, 5 Spiele oder sowas. Danach erreichen die ein Maximallevel
und werden in Rente geschickt, wenn sie denn so lange überleben. Und das Schöne an dem Ding ist, was ich bei ganz vielen anderen Spielen immer schwierig finde, ist das Zusammenspielen mit anderen Leuten, weil wenn ich wenig Zeit in das Spiel stecke, jemand anders aber irgendwie 100 Stunden, dann wird das ganz schwer, irgendwie diese beiden Spieler zusammenspielen zu lassen. Mhm. Und hier ist es so, dass man prestigen kann, kennt man auch aus anderen Spielen wie Call of Duty oder sowas. Aber auch auf Level 1 mit einem Level 1 Charakter hat man mehr oder weniger echt gute Chancen, das Ganze zu gewinnen, wenn man sich relativ clever anstellt. So die Waffen, die es gibt, die mit reinkommen, sind zu einem gewissen Grad besser, die man halt über den Spielverlauf freischaltet, aber nicht so, dass sie einen komplett links liegen lassen. So, man kann auch mit einer Armbrust und einer Pistole oder sowas extrem gut mitmachen. Und dann ist es eher Map-Kenntnis und so, die einen da irgendwie durchbringen. Und es ist halt ein super atmosphärisches Spiel, das ganz, ganz viel über Sound läuft. Also man muss es quasi mit Kopfhörern spielen. Man hat die ganze Zeit irgendwie das Knacken von Ästen, irgendwie, wenn jemand sich anschleicht, aber nicht genau aufpasst, wo er hinläuft. Es liegt überall Glas auf dem Boden, irgendwie in Gebäuden oder Ketten hängen von der Wand. Wenn man da durchläuft, dann hört man das einfach durch Wände durch und so. Ja. Ist ein faszinierendes Spiel. Wollte ich auch gerade sagen. Ich habe nicht viele Runden gespielt, vielleicht mal 5, 6 Runden auch mit einem Kumpel. Fand das super cool und das Audiodesign ist echt fantastisch, gerade mit diesen aufsteigenden Vögeln. Man hat dann eine Karte, ich weiß gar nicht, wie groß die sind, so schätzungsweise 3 Kilometer. Und wenn dann irgendwo sich was bewegt, steigen auch Vögel auf, worauf man achten muss und kann dann abschätzen, wo das feindliche Team ist. Das war schon sehr cool. Und dieses verdammte Pferd, was dann immer da lag und los wird. Mittlerweile gibt es auch Kühe, die sterbend am Boden liegen und wenn man sich denen nähert, dann wiehern die los. Ja, und dann drücken sie los. Geben in einem riesen Umfeld preis, dass sich da gerade jemand bewegt, genauso wie bellende Hunde und so. Meine erste Begegnung mit Hunt Showdown war, ich habe das mit einem Kumpel gespielt, beziehungsweise wir haben uns die Trailer angeguckt und dann dachten wir so, ja, okay, komm, wir schauen uns das mal an, warum auch nicht, sieht gut aus. Und wir haben den ersten Zwischenboss besiegt und bis dahin lief es eigentlich ganz gut und das war cool gemacht. Auch generell vom Gameplay, vom Game-Style her. Und dann waren wir bei diesem Endboss, aber dann kam es auch zu PvP und wir wussten gar nicht, wo kommen die Leute denn eigentlich her. Und dann haben wir noch auf der Store-Page geguckt, das ist halt mit PvP, ja. Das war dann leider... Da haben wir auf der Store-Page. Das ist kommen die Leute eine schöne her? Aussage. Nanu? Wo kommen die her? Das wussten wir nicht, ja klar. Vielleicht hätte man Ich habe besser gerade mal lesen geguckt. Ich habe gerade mal geguckt, das ist in 2019 schon veröffentlicht. Das ist jetzt im 6. Schon, Jahr. ja. Ja, im 6. Jahr hat ein riesen Engine-Update bekommen, läuft auf der Cry-Engine und hat jetzt auch so... Das ist doch sogar von Crytek, oder nicht? Das ist von Crytek. Das ist doch so das einzige Spiel, was sie gerade noch haben. Richtig, die haben Crytek Crysis 4 in der Entwicklung eingestellt und haben die Leute abgezogen, weil das Spiel ja auch einfach seit 6 Jahren wirklich solide läuft. Es ist kein Ding, das irgendwie mit Fortnite Konkurrenz macht oder sowas, aber ist einfach ein solides Arbeitstier, was das Spiel, was das Ganze als Spiel angeht. Ja. Und die wollen jetzt schneller Content liefern. Das ist anders als bei anderen Spielen. Es geht nicht von Season zu Season. Und auch, es kommen auch nicht andauernd Maps raus, sondern die rotieren seit Ewigkeiten schon durch dieselben 3 Maps, die dann verschiedene Stati haben können. Es kann sein, dass du im Nebel spielst oder im Regen oder bei Sonnenschein und je nachdem hat das halt Auswirkungen auf dein Gameplay, denn du siehst weniger oder du hörst weniger und musst dann halt entsprechend oder kannst anders agieren bei dem Ganzen. Ja, ich glaube, die haben sich eine relativ treue Fanbasis aufgebaut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das riesig ist, das Spiel, aber anscheinend funktioniert das für die. Und was du sagtest, es ist eigentlich cool, dass es schon ein Service-Game ist, aber nicht diesen typischen Season-Pass und Season-Weg geht. Ja, und was du sagtest, sie haben die Leute abgezogen. Also nicht, dass wir das falsch verstehen, die haben die Leute vom Team abgezogen und haben nicht Leute verarscht. Exakt, das meinte ich, ja. Ja. Es hieß ja auch ein paar Mal, dass Crytek irgendwie pleite geht oder so, aber die halten sich schon, ne? Das liegt vielleicht auch an den Royalties, die sie durch die CryEngine bekommen. Ich meine, Kingdom Come Deliverance wurde jetzt auch mit CryEngine gemacht. War nicht Star Citizen sogar auf CryEngine? Nein, die haben gewechselt. Gewechselt, okay.
Ja, es Ja, ist immer stimmt. noch derselbe Engine-Stamm. Die haben nur Ja, aber das ist jetzt die die Engine Lumberjack gekauft. von Amazon Genau, ich gewesen, wollte die gerade sie dann sagen, nochmal, Ja. und die hat auf Crytek basiert und dann haben sie das Lumberjack irgendwie abgekauft. Das ist doch alles. ja, ich wusste nur, da war mal irgendeine Verbindung zur CryEngine Ja, halt ja, es vorhanden. gab, genau. Ja, Crytek musste sich ja ein bisschen zusammenraffen, nachdem waren das nicht 2 Bosse, die dann mit ihren Ferraris ankamen, während die Leute kein Gehalt mehr bekommen haben. Das war aber vor ein paar Jahren. Was. Ah, okay. Das war schon ziemlich insane. Ja, die Frankfurter Jungs. Ja. Bevor wir zu dem großen Monster im Raum kommen, was ist Pax Augusta? Pax Augusta ist ein Städtebau-Aufbauspiel. Also so eine Mischung aus Total War und Anno. Also man hat 2 Ebenen, so eine Weltkarte, wo man dann halt entsprechend auch das navigieren kann mit den Einheiten. Und man hat halt den klassischen Städtebau. Wobei ich finde, das hat ein bisschen mehr Tiefe als Anno. Also man hat verschiedene komplexere Mechaniken vom Handel oder der Diplomatie. Allein das Aufbauen von den Gebäuden hat den Zusammenspiel, finde ich, einfach besser gelöst und besser dargestellt. Und was richtig gut ist, die setzen auf historische Authentizität. Also, dass die realistische Darstellung von der römischen Lebenswelt damals finde ich sehr gut. Da habe ich auch noch nicht viel reingeschaut, habe nur die Demo gespielt. Von daher kann ich noch nicht so viel erzählen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, würde ich sagen. Okay, klingt spannend. Grundsätzlich bin ich immer mal wieder für so ein Aufbauspiel zu haben. Ich nicht, weil dann sitze ich da 100 Stunden. Das kann dir passieren, ja. Das kann dir Ja. passieren. Ich musste mich schon zurückhalten, nicht nochmal Anno bei mir zu installieren, weil ich dann wieder zu gar nichts mehr komme. Also Anno 1800 ist es schlimm. Ja, die große Unterhaltung mit was ist mit der Faszination Monster Hunter, können wir vielleicht einmal schieben, aber ich glaube, so 5 Minuten sind auf jeden Fall noch drin. Tristan, du bist mitten im Monster Hunter Wilds. Ja, beziehungsweise jetzt auch mittendrin zu pausieren, weil Monster Hunter Wilds ist für mich eine Hassliebe geworden. Ich finde das Spiel super, aber es stürzt so oft ab. Das ist, Okay. also, das ist wirklich technisch, finde ich, ist es eine Frechheit, was Capcom da abgeliefert hat. Über die FPS-Dips in den Lagern, da kann ich noch hinwegsehen, aber ich habe auch eine relativ potente Maschine noch. Deswegen läuft das Spiel an sich flüssig. Man hört da ganz andere Geschichten. Also, wenn du nicht gerade einen 1500, 2000 Euro PC aufwärts hast, ist es wohl sehr kritisch. Frame Generation ist eigentlich Pflicht bei dem Spiel, was ich auch nicht gut finde. Und es stürzt andauernd ab. Nichtsdestotrotz, das Spiel selber ist geil. Es ist leider nur technisch ein Problem. Und es aber auch und auf den Konsolen scheint es besser zu laufen. Also ich habe jetzt auch viel mit meinem Neffen gespielt, den habe ich mit Monster Hunter angefixt. Und mit dem spiele ich jetzt immer mal wieder. Und da merke ich auch, was das Gute an Miles ist für die Veteranen nicht unbedingt, aber für Neue ist es sehr zugänglich. Es ist auch ein bisschen einfacher geworden, was ich jetzt nicht so schlimm finde, weil ganz ehrlich, das, was wir jetzt spielen, bis der große DLC kommt, womit dann G-Rank bzw. Master Rank eingeführt wird, wo es erst schwierig wird, ja, da ist es okay, wenn es ein bisschen einfacher ist. Ich finde, mir persönlich, ich fand den Vorgänger Rise sogar einfacher. Aufgrund der Spielmechaniken, da konnte man so Spider-Man-mäßig ein bisschen sich bewegen. Das fand ich als Großschwertspieler wesentlich einfacher. Ich hatte da aber auch schon ein paar Diskussionen. Ob es einfacher ist oder nicht, kommt anscheinend auch sehr stark auf die Waffe an, die man spielt bei Wilds. Aber grundsätzlich ist es ein sehr gutes Spiel geworden. Es sieht super aus, wenn es mal läuft und nicht gerade abstürzt. Die Monster sehen fantastisch aus. Das ist super toll animiert. Es macht Spaß, da einfach rumzurennen. Die Kämpfe haben eine ziemliche Wucht. Wenn man komplett unvorbereitet ist, kriegt man trotzdem aufs Maul, muss man auch sagen. Also es ist leichter geworden, aber es ist nicht so, dass man einfach durchrennt. Ich denke mal, für Veteranen ist es einfach zu einfach geworden. Ich glaube, das ist ein berechtigter Kritikpunkt. Die Frage ist aber auch,
wie schwierig soll man diese Anfangsphase gestalten, wenn man auch Mhm. neue Spieler erreichen will. Und Ja. das hat Wilds geschafft. Meine Güte, ist das ein Erfolgshit geworden. Hätte ich nie im Leben gedacht. Ich habe mit Monster Hunter damals auf dem 3DS mit Free Ultimate angefangen. Das war so ein ultra nischiges Spiel, was niemand gespielt hat. Das ist total irre. Und heute stehen wir da und Wilds zerhaut jeden Rekord. Gefühlt jeder spielt das. Leute fangen auf einmal an, das zu spielen und das, obwohl es eine technische Katastrophe ist, beißen sie sich trotzdem durch. Und ich finde, dann sollte man als Veteran auch sagen, weißt du, dafür, dass dieses Spiel mal den Mainstream erreicht und klar ein bisschen einfach wurde, aber der Kern, der bleibt, der wird nicht irgendwie verändert. Ich finde, das kann man in Kauf nehmen. Das ist genau das Gleiche wie mit Elden Ring gewesen. Elden Ring ist auch ein bisschen. Habe ich das jetzt vorweggenommen, Dennis? Ja, Es tut das mir wollte ich leid. sagen, ja. Ja, also das ist der Elden Ring Weg. Du darfst das gerne ausführen. Ja, nee, das ist im Prinzip genau das, was ich sagen wollte. Das ist auch so, also diese Nischigkeit mit Demon's Souls, die dann irgendwann durch Dark Souls und Dark Souls 2, eigentlich eher dem schlechteren Teil, wo ich das Gefühl habe, da ist dann halt in die breite Masse gegangen. Ich glaube, von Monster Hunter gab es noch ein paar Teile mehr vorher und wie gesagt, dadurch, dass es in dem Gefängnis der Handhelds lange war, auch nicht so populär war und in den Westen kam. Aber die ganze Diskussion hatten wir im Prinzip bei den From Software Spielen auch und die Veteranen haben dann bei Elden Ring auch gesagt, ist viel zu einfach mit den ganzen Geistern, die man noch beschwören kann. Muss man ja nicht machen. Man könnte jetzt auch behaupten, bei Monster Hunter, ja, dann nimm dir halt, wenn es anscheinend Waffen gibt, die noch schwerer sind, die es dir schwerer machen, dann nimm halt die Waffe. Ich denke aber, das skaliert. Es muss, wenn es nach oben einfach genug skaliert und die Leute irgendwann halt noch eine Herausforderung haben, dann kommt sie vielleicht ein bisschen später. Aber es ist doch auch cool für die Leute, wenn es einfach mehr Leute gibt und die Marke am Leben gehalten wird. Wenn es immer nischiger wird und immer nischiger wird. Hm. Ich habe das Gefühl, so ist es bei manchen 4X-Strategiespielen oder sowas. Dann wächst deine Zuschauerschaft auch nicht mehr, deine Ja. deine Finde auch, Spieler. es wird ein großer DLC kommen, da werden dann die G-Ranks eingeführt, die sehr, sehr knackig, ich denke mal, die werden auch wieder sehr knackig und ich finde, das ist dann ein guter Weg. Man hat das Base Game, was auch gegen Ende, wie gesagt, ich finde schon, es zieht ein bisschen an, jetzt nicht so ultra krass, aber schon, wird schwieriger. Damit kann man die breite Masse erreichen und für die, die noch mehr wollen, dann kommt später der DLC, wie bei World war es Iceborne, bei Rise war es Sunbreak und der ballert dich halt dann komplett aus dem Leben raus. Und den muss man nicht kaufen, man kann als Casual trotzdem Spaß haben. Ich glaube, das ist ein guter Weg, den sie weitergehen sollten. Das ist auch so ein Ding. Als ich den Trailer gesehen habe, da vor 2 Jahren, wann war der erste Trailer? Bei der vorletzten Game Awards. Das hat mich schon gecatcht. Also da habe ich auch gesagt, so, okay, ich mag eigentlich kein Monster Hunter, aber Wilds fange ich dann auch an. So, aber ich habe es noch nicht angefangen. Aber du sagst Also ja, es es ist schon nicht gut. schlecht. Also Ja, das ist auf jeden Fall auf der Liste. ja. Ein bisschen weiter hochgerutscht. Wobei jetzt mit den technischen Schwierigkeiten muss man gucken. Aber selbst Hm. mit diesen Herausforderungen, wenn du sagst, bei dem DLC kommen dann auch neue Sachen hinzu, schwierigere Sachen. Ich liebe Herausforderungen, wenn was sowas angeht. Und dann muss ich das natürlich auch mitnehmen und werde es mir anschauen. Ja, also ganz ehrlich, wenn jemand neu anfängt mit Wilds, der wird sich nicht beschweren, das ist zu einfach. Also wie gesagt, mein Neffe hat jetzt angefangen. Ich habe mit ihm ein bisschen Rise gespielt, weil das war im Game Pass, weil ich habe es ihm dann zum Geburtstag vorzeitig geschenkt und ich wollte halt jetzt nicht, weil er spielt auf Konsole 80 € raushauen, wenn es ihm dann nicht gefällt, logischerweise. Hab dann ein bisschen Rise mit ihm gespielt, ob es ihm so grundsätzlich gefällt. Und der kriegt schon ordentlich aufs Fressbrett. Ne? Der ist halt neu, der muss das Spiel erst kennenlernen. Der hat noch gar keine Main-Waffe, aber er experimentiert auch viel rum. Aber der hat einen Heidenspaß. Du kannst auch im Spiel Hilfe rufen, dann kommen andere Spieler und können dir helfen und sowas. Das ist auch ganz cool. Das nutzt er tatsächlich auch, weil es für ihn teilweise noch zu schwierig ist. Was halt bei Wilds, was ich gut finde, ist so ganz, ganz viel tedious Kram, die sie schon seit World anfangen abzuschaffen, ist bei Wilds noch mehr abgeschafft. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also bei den alten Monster-Teilen, da musstest du so viel grinden, selbst für eine Waffe zu schärfen. Das waren Verbrauchsgegenstände. Das wurde mit World dann geändert, dass du einfach immer deine Waffe schärfen kannst. Das ist ein essentieller Bestandteil des Spiels, die Waffe immer scharf zu halten. So,
du hast am Ende so viele gehabt, das hat keinen mehr gejuckt. Und da war jetzt auch mehr hingegangen. Sie haben da einfach ein paar Sachen vereinfacht, auch wie du die Sets und sowas aufbaust. Du musst dich nicht mehr ganz so krass vorbereiten. Du kannst jetzt immer während der Jagd auch essen, um dir Boost zu geben und etc. Und da sind die Leute auch so ein bisschen, wo ich mir mal sage, das macht das Spiel nicht einfacher, das macht es nur zugänglicher. Ja, das ist auf jeden Fall Wichtiger Punkt. immer gut für anspruchsvolle Spiele, irgendwie da eine vernünftige Balance zu finden. Ich muss an der Stelle das Monster Hunter Gespräch einmal unterbrechen, denn ich muss leider gleich weg. Aber ich denke, das sollten wir auf jeden Fall noch mal auskoppeln und da länger drüber reden, denn ich habe das Gefühl, da bin ich nämlich auch bei. Ich will auch mittlerweile Monster Hunter mal ausprobieren, nachdem ich das irgendwie die letzten Jahrzehnte vernachlässigt habe. Und genau, da ist auf jeden Fall steckt eine längere Unterhaltung drin, würde ich behaupten. Ja. Ich habe eine Sache noch, nicht zu Monster ja. Hunter, aber das Splinter Cell ähnliche Game Ja. ist Project TH, aktuell heißt das so. Das ist von EVR Studio. Alles klar. Wenn das nicht ein schöner Bogen ist. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir haben einen Discord aufgebaut. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Guckt gerne mal rein, wenn ihr Feedback für uns habt. Das könnt ihr natürlich auch in den Kommentaren bei YouTube dalassen. Oder auch bei Spotify. Denn wir sind auf den größeren Plattformen zu finden. Was uns da extrem weiterhilft, ist, wenn ihr uns bewertet. Wir sind, wie ihr festgestellt habt, logischerweise ein 5-Sterne-Podcast. Und sind auch dankbar für jedes Like und jedes Abo, was ihr uns bei YouTube dalasst. Genau. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, schön, dass ihr da wart, denn ihr hättet die Zeit überall verbringen können. Ihr habt euch entschieden, die mit uns zu verbringen. Danke dafür. Und fick die AfD. Wir sind soweit durch, denke ich. Wie immer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Bis dann. Tschüss.